Also ich fand interessant, wie viele Menschen immer zu St. Pauli gekommen sind und auch immer wissen wollten und hören wollten, was macht ihr eigentlich und wie habt ihr es geschafft. Aber man hat auch mitbekommen, dass wir da nicht die Einzigen sind in der Welt, die irgendwie den Antifaschismus vorantreiben und versuchen, die Fanszene in Deutschland irgendwie so ein bisschen wegzukriegen von diesen ganzen Diskriminierungsformen. Und ich fand spannend, dass wenn man mal Teneriffa fuhr oder auch bei Celtic oder wenn man irgendwie dann mal beim Spiel von Celtic in Teplice war und die Leute von Bohemians Prag kennengelernt hat und so hat man auf einmal, und bei der Mondiali, Antirassisti in Italien, man sah halt, es gibt noch viele andere Gruppen. Und da war es mir immer relativ wichtig zu sagen, wir müssen die irgendwie alle an einen Tisch kriegen oder alle zusammenkriegen. Und habe halt irgendwann nach langer Reifeplanung so dieses Anti-Rad-Turnier auf St. Pauli gegründet, weil mich bei der Mondiali ein bisschen gestört hat, dass da so viele auch unpolitische Gruppen kommen durften, die einfach nur nicht rechts waren, aber halt auch nicht irgendwie im Stadion gearbeitet haben. Und da haben wir gesagt, wir machen was Eigenes und wir laden gezielt Gruppen ein, die wirklich auch was vor Ort tun, um dann sich gegenseitig halt zu helfen und auch Ideen zu entwickeln. Habe dann 2004 das erste Anti-Rad-Turnier veranstaltet, damals noch wirklich alleine. Also ich habe das komplett alleine organisiert und komplett alleine durch. Also es gab ganz viele Helfer, aber ich habe, glaube ich, 200 Tage nicht geschlafen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss Schiedsrichter sein, ich muss die Ergebnisse eintragen, ich muss noch die Übersetzung machen auf dem Podium, ich muss abends noch am Tresen stehen, also es war völlig verrückt. Ja, von Beginn an, der Verein lag ja brach, muss man sagen, und irgendwie, es war sozusagen, also Stanislavski und so war es völlig wurscht, ob wir jetzt als Fans da auf dem Rasen rumtanzen, das war wirklich eine gute Zeit für uns, weil wir konnten das Turnier immer machen. Und dann hat ja die AFM das auch irgendwann durchgesetzt, dass wir das auch weiterhin machen durften in ihren Verträgen mit dem Verein. Aber am Anfang war es wirklich so, ja, macht doch, mir doch egal, was ihr da macht. So, das war natürlich für uns herrlich, dass da irgendwie da nicht so Wert gelegt wurde auf den heilen Rasen und die Spieler müssen noch ihre eigenen Räumlichkeiten haben. Wir durften da in deren Medizinraum da irgendwie und ich habe in der Sauna geschlafen und so. Das ist irgendwie, das Clubheim sah aus wie nach 3 Tagen Party und Diskussionsrunden und Essen, Kochen und so. Also ich fand es herrlich. Die ersten beiden Turniere waren, glaube ich, mit die schönsten aufgrund der Enge auch an der Kollaustraße und der Zelte und auch der überschaubaren Anzahl von Gruppen und so.